Ja, wir hatten mal über dieses Aggressionsgen gesprochen. Und das große, weil Semjase sagt, das größte Hindernis ist oder das größte Problem der Menschheit ist Ego. Ja. Und eben, bedingt sich das auch durch das Aggressionsgen? Ja, genau. Das Ego, das ist der Egoman, das ist der meint, ich bin der Größte. Ob Weibli oder Männli. Und Ego, alleine das, kommt dann der andere Begriff dazu, der erweiterte Begriff, der Egoist. Oder? Und Egoismus ist selbstbezogen. Man hat das Wort selbstbezogen statt Egoismus, sagt man einfach selbstbezogen. Ja. Ja. Und das alles kommt aus dem raus, wo der Mensch das Wort Ego prägt hat. Ego, Egomanie, egoistisch, selbstherrlich. Ja, aber vor dieser genetischen Manipulation war das wahrscheinlich nicht so schlimm. Nein, das ist nicht so schlimm gewesen. Ja. Da hat der Mensch wenigstens noch wirklich selbstständig gedacht und hat das gesehen, was Wirklichkeit, was Wort ist. Und erst durch Manipulation, die stattgefunden hat, hat der Mensch angefangen, das andere, das Unwahre, Spekulative und so weiter anfangen aufbringen in sich. Ja. Das, was er heute denkt, ausser dem, was er glaubt, ist alles spekulativ. In sich selber. Ja. Und dazu kommen allerdings noch diese gigantischen Lügen, ja, womit wir auch noch wieder indoktriniert werden. Ja, genau. Ne? Also, genau. ob es jetzt die Mondlandung ist Ja, genau. und so weiter. Was es auch immer ist. Ja, also das Volk wird von A bis Z wirklich manipuliert. Ja, manipuliert und belogen. Ja. Das macht es natürlich noch schwerer. Ja. Und am Ende weiß man gar nicht mehr, was man was Fakten was sind und was du nicht. sollst nehmen als das, was Wirklichkeit, was Wort ist. Ja. Nicht, was du glauben sollst. Ja, ich hab's nicht, was du glauben sollst, ja. sondern das, was eben dann Wirklichkeit und Wort ist. Ja. Du siehst, es hat so eingegriffen in die Sprache vom Mensch, ob es Deutsch ist oder Schweizerdeutsch oder Englisch oder Italienisch oder Chinesisch oder was. Überall heisst ich glaube oder ich glaube es nicht. Ja. Oder? Und wenn ich sage, ich glaube es, dann muss ich das brauchen nach dem, was der Mensch das versteht. Obwohl ich sage, dann glaube, oder ich glaube es nicht, dann für mich selber denke ich aber oder weiss ich, was ich wirklich in meinem Kopf habe, nämlich ich nehme das nicht als Wort an. Wenn ich zu irgendjemandem sage, das glaube ich oder das glaube ich nicht, dann interpretiere ich das in mir innen selber als das weiss ich oder das weiss ich nicht. Das ist Wirklichkeit oder das ist nicht Wirklichkeit, je nachdem, was es ist. Aber hast du keine andere Wahl? Du brauchst das, du musst das brauchen, dann der Mensch versteht etwas darunter, wo er im Kopf hinein Zweigbiegen hat, oder? Wo er ein Verständnis dafür hat, Glauben. Nicht das, was wirklich ist. Es ist wahr oder es ist nicht wahr.
Ja. Es ist Glauben oder nicht Glauben. Für den Mensch ist es einfach so, Glauben oder nicht Glauben. Und du musst die Sprache brauchen, die er versteht. Ob es im Deutschen ist, ob es im Schweizerdeutschen ist oder im Englischen ist oder ja. I believe not. Und, sollte man vielleicht häufiger fragen, ist das wahr? Ja. So, ja. Ist das wahr, anstatt was glaubst du? Ja. Das auch im Griechischen, oder? Ego xero. Ich weiss. Oder? Du musst das brauchen, wo Menschen verstehen. Die Begriffe, die er versteht, die sind für das da, dass von dir aus die brauchen tust, damit der Mitmensch versteht, was du meinst. Auch wenn für dich selber das Wort völlig falsch ist. Du verstehst etwas ganz anderes dahinter. Ja. Oder? Weil es alles auf Glaubensbasis ist. Ja. Du musst dich richten nach den Menschen. Du musst so reden, und so schreiben, wie sie das dann verstehen. Sonst nützt das nichts. Dann machen sie sich keine Gedanken drum. Dann nehmen sie es einfach an. Und dann, es ist also nichts anderes als dann ein Glaube. Ja. Ja, schwierig aus diesem Hamsterrad rauszukommen. Ja, das ist es. Man fragt auch selten, sind das die Fakten oder stimmen die Fakten? Ja. Stimmen die Fakten? Hast ja keine andere Wahl, als die Worte dann brauchen. Ja. Ja, was man in der Zeitung liest, ist schon wieder viel Arbeit, um Fakten zu überprüfen. Ja. Und diese verlogen bis dort und dann raus. Ja. Und die Faktenchecker sind die größten Lügner. Ja. Ne? Mhm. Das ist ja auch erst vor einigen Jahren entstanden. Ja. Weil die Medien so oft gelogen haben, dass das dann irgendwann mal aufkam mit diesen Früher ist noch die Wahrheit geschrieben worden in diesen Journal und so weiter und so fort. Und dann hat es angefangen zu verdrehen und zu fantasieren und so weiter und so fort. Und heute ist eine Lügerei. Ja. Und es wird ein Haufen verheimlicht, was muss gesagt werden. Oder es wird verdreht, eben verlogen. Ja. Es herrscht dann Lug und Betrug. Ja. Okay. Du schreibst dann weiter, durch das Ansprechen der Schöpfungsenergieform wird nämlich automatisch das Bewusstsein angesprochen, weil eine direkte energiemäßige Verbindung zwischen der Schöpfungsenergieform und dem Bewusstsein besteht. Denn nur durch die schöpfungsenergetische Energie, die einer feinstofflichen elektromagnetischen Energie entspricht, ist das Bewusstsein funktionsfähig. Diese energetische Verbindung oder energiemäßige Verbindung, im Grunde ist das ja alles Schöpfungsenergie. Es ist alles, selbst das Sprechen ist Schöpfungsenergie. Alles, was lässt sich auf Frequenzen reduzieren, wo du es ja auch schreibst, feinstoffliche elektromagnetische Energie. Mhm. Da sind das im Grunde alles nur Variationen elektromagnetischer Energie. Ja. Von feinstofflichen... Jede Handbewegung, alles was du machst, ist nichts als elektromagnetische Energie, Schöpfungsenergie. Dann der Finger ohne Schöpfungsenergie kann sich nicht bewegen. Ja. Das ist jedes Organ vom Körper
egal welches Gas es ist, wird betrieben durch Schöpfungsenergie. Feinste die kann man eigentlich gar nicht messen, ist einfach Schöpfungsenergie. Ja. Und wenn jetzt jemand stirbt, der Körper besteht aus eben einer Schöpfungsenergie, verschiedene Variationen. Das Materielle vom Körper kann nicht existieren ohne die Schöpfungsenergie. Ja. Die ist durchwoben durch die gesamte, durch das gesamte Materielle, ob es jetzt ein Menschenkörper ist, ein Tierkörper oder sonst ein Lebensformenkörper oder das, nur Zeitung, das ist alles Schöpfungsenergie. Ja, nur wenn jemand stirbt, eine Sekunde ist ja noch Leben in der Person und dann auf einmal nicht mehr. Ja. Dass dann diese Schöpfungslebensenergie, wo du sagst, das weg sind zwei ist, Faktoren. dann fängt es an, das, was man sagt, es verkehrt langsam. Es verwest mit der Zeit, es verkehrt, es geht, es löst sich auf. Ja, worauf ich zu sprechen kommen wollte, war, dass du diese zwei Faktoren, wir hatten über Schöpfungsenergie gesprochen und Schöpfungslebensenergie. Ja, Schöpfungslebensenergie ist das, wo beim Menschen jetzt das ist, wo er damit kann lernen, wo evolutiv ist, wo bildungsfähig ist und so weiter und so fort. Und Schöpfungsenergie tut einfach beleben, das Materielle beleben. Also selbst ein Stein oder ein Vulkanschruppen oder was es ist, das besteht aus Schöpfungsenergie, aus verdichteter Schöpfungsenergie. Oder? Ja. Und beim Mensch oder bei einer Lebensform ist es einfach so, dass das, was vergänglich ist, eben das Materielle von der Lebensform, oder, belebt wird durch die Schöpfungsenergie. Was er aber lernen tut und lernen kann und sich ein Wissen schaffen tut, das ist Schöpfungslebensenergie. Die evolutive Lebensenergie. Schöpfungslebensenergie. Das ist sozusagen ein Plus und das Minus. Genau wie jedes aus Plus und Minus besteht. Es gibt nichts, wo nicht aus Plus und Minus besteht. Es muss alles aus Plus und Minus bestehen. Sonst kann es nicht existieren. Das ist dann wie bei einer Medaille, die Kehrseite der Medaille der Schöpfungsenergie. Ja. So kannst du es sehen, ja. Und das ist eben nur bei Menschen so und nicht bei Tieren und Pflanzen. Das ist genau gleich. Das ist genau gleich. Das ist bei jedem, sogar bei jedem Grashalm, bei jedem kleinsten Moos, bei jedem kleinsten, winzigsten Molekül, das es gibt. Und es ist immer ein Negativ und ein Positiv vorhanden. Ja. Anders kann es gar nicht existieren. Es gibt es nicht, dass irgendetwas anderes kann existieren. Es ist alles auf Negativ und Positiv aufbauen. Mhm. Selbst der Blitz, der vom Himmel kommt, aus den Wolken, runter oder in den Raum raus, in den Solarraum raus, ist genau dasselbe. Es gibt nur das, wie es geladen ist, negativ und positiv. Also alles evolutioniert. Ja. Aber nur der Mensch hat dann schon die Stufe erreicht, bewusst evolutionieren zu können. Richtig. Ja. Das ist, was Tiere und Pflanzen nicht, also sie können das nicht bewusst steuern. Nein, die machen das entweder instinktmäßig oder empfindungsmäßig oder wie man dem einfach sagen oder
in der Regel redet man naturmäßig und so weiter und so fort. Ja. Also Sie könnten jetzt keinen Plan machen, ich will jetzt evolutionieren. Nein. Das kann dann halt nur der Mensch. Das kann nur im höchsten Maß der Mensch. Ja. Und es gibt Lebewesen, wo auch das können, wo bewusst oder halbbewusst das können und so weiter und so fort. Sich also halbbewusst evolutionieren und so weiter und so fort. Das ist nicht der Mensch alleine. Der Mensch ist einfach das, was wir auf dieser Welt haben. Das Höchste in dieser Art und Weise. Ja. Wobei natürlich nur ganz wenige diesen Pfad gehen. Also ja, nur wenige, das Gros von der Menschheit macht das nicht bewusst. Ja, aber man kann sich das ja auch als Vorsatz nehmen, sich entwickeln. Ja, das kann der Mensch, aber auf dieser Welt alleine nur der Mensch. Ja, aber ein Tier kann noch so hoch entwickelt sein. Es kann nicht so bewusst denken und so bewusst handeln wie der Mensch. Ja. Wenn der Dings gekommen ist und gesagt hat, wir stammen vom Affen ab, oder das ist unser nächster Verwandte, das ist eine absolute Idiotie, hat überhaupt nichts zu tun mit dem Mensch. Ja. Rein gar nichts. Ja. Ja. Gut. Dann schreibst du, der Sitz der schöpferisch-menschlichen Schöpfungsenergie, respektive die Schöpfungsenergieform, befindet sich im Dach des Mittelhirns, paarischer Knoten, gleich Colliculus superior. Wobei die Schöpfungsenergieform nur der Faktor der Belebung des Bewusstseins mit seinem gesamten Persönlichkeitsblock ist. Richtig. Also ist Schöpfungsenergie und Schöpfungslebensenergie ist am gleichen Ort die Heime. Ja. Und wenn man jetzt... Nur die Wirkung ist anders. Die Schöpfungsenergie allein belebt einfach das Materielle. Und die Schöpfungslebensenergie ist das, was evolutiv ist, wo der Mensch kann lernen, etwas machen, verstandesmäßig, vernunftmäßig und so weiter und so fort, wo er kann bewusst oder halbbewusst, je nachdem, wie es ist, auch handeln kann. Er kann also bewusst den Finger bewegen, wo die Schöpfungsenergie alleine das nicht machen kann. Erst durch die Schöpfungslebensenergie, wo den Impuls gibt, den Finger zu bewegen, ist es möglich. Ja, und das wollte ich vorhin fragen. Da auf der einen Seite ist der Körper Schöpfungsenergie und auf der anderen Seite wird er auch belebt von Schöpfungsenergie. Ja, du kannst dir das vorstellen, ganz einfach ein Gleichnis nehmen. Was ich dir schon mal gesagt habe, wir haben das Auto, oder? Das ist eigentlich der Körper, oder? Und in den füllst du im Tank hinein Benzin ein, oder Dieselöl, je nachdem, was für ein Fahrzeug das ist. Es ist brach, es liegt völlig brach. Erst durch das, dass der Mensch dann den Motor anlässt und anfängt zu arbeiten, dann kann es sich anfangen zu bewegen. Anders geht's nicht. Und das ist genau gleich bei jeder Lebensform.
exakt, ob es ein Mensch ist, ob es ein Tier ist, ein Getier oder sonst eine Lebensform, oder eine Pflanze ist, ein Grashalm oder ein Moos oder was es eben ist. Das kann sich erst bewegen durch das, dass der Einfluss, der kommt, dann Bewegung hervorrufen tut. Mhm. Anders ist es gar nicht möglich. Ja. Ja, verstehe ich. Das ist klar. Gut. Kommt auf dieses Colliculus superior, diesen paarischen Knotenpunkt zurückzukommen. Ich glaube, der wird auch A10 genannt, aber da bin ich mir jetzt nicht sicher. Wenn man den in eine andere Person verpflanzen würde, würde die Persönlichkeit auch verpflanzt werden? Das kann ich dir nicht sagen, ob das überhaupt möglich ist oder nicht. Wahrscheinlich Weiss ich nicht. Ja, Ganz einfach, da muss ich sagen, das weiss ich nicht. gut. Ich frage das, weil als die ersten Herztransplantationen aufkamen, weil Das ist ein Organ. ja, natürlich. Das ist ein Organ, wo kann weiterleben, oder? Wo schöpfungsenergetisch kann weiterleben, wenn du das an einem anderen Ort her tust. Aber ob das mit dem Superior auch möglich ist, das weiss ich schlichtweg nicht. Ja. Also, auch wenn ich viel weiss, aber das weiss ich tatsächlich nicht. Ja, weil eben aus dem Glauben her hieß es halt, das Herz ist Sitz der Seele, Ja. zum Teil hieß es das. Ja, Und wie Sie sagen. Und da war dann die Frage, ja, wacht die gleiche Person auf, wenn das Herz transplantiert ist? Und natürlich ist es so. Ja, das ist aber ein ganz anderer Fall. Ja. Das ist ein Organ, wo man kann verpflanzen. Was aber das ist, der Superior, das ist Geistform, wo drin steckt, also Schöpfungsenergie. Und ob man die kann verpflanzen, das weiss ich nicht. Der Superior, den kannst du verpflanzen, logischerweise. Aber ob es dann funktioniert, dass die Schöpfungsenergie drin bleibt, also schlichtweg, ich weiss es nicht. Mhm. Ja. Ich kann das nicht sagen, ich weiss es nicht. Das hat das Vater und ich, haben wir niemals über das geredet, oder? Wir haben über das geredet, dass eines Tages so weit kommt, dass Organe verpflanzt werden, aber man hat nie über das irgendein Wort verloren. Und daher, also, ich kann nicht irgendetwas sagen, was nicht wahr ist. Ich weiss es einfach nicht. Ja, das ist ja okay. Dann ist das im Grunde, wie um auf deinen Vergleich zurückzukommen, ist das sozusagen der Tank, wo die Schöpfungsenergie drin ist, die dann... Ja. Okay, gut. Du schreibst, das kommt immer wieder in deinen Schriften, da schreibst du halt, dass die Geistform als Teilstück winziger Schöpfungsgeist oder Schöpfungsenergie aus der Schöpfung in die Universalbewusstsein heraus vom Menschen in jeder erdenklichen Art und Weise absolut unantastbar ist. Ja. Also einmal, es ist natürlich kein Stück in dem Sinne, sondern, oder kann man das quantifizieren? Nein. Die Energie? Nein, das ist doch... Das ist wie der elektrische Strom, du kannst den nicht anlangen. Ja. Oder was sonst eine Energie ist, du kannst sie nicht fassen. Ja. Das ist unmöglich. Ja. Dann ist das eben nur eine Beschreibung. Du kannst die spüren, so wie wir sagen, spüren,
du kannst sie fühlen oder wie man dem sagen, du kannst zum Beispiel, wenn du einen Mensch hast, der denkt irgendwelche Sachen, du kannst das spüren, du kannst das auffangen, aber du kannst das nicht greifen. Du kannst das nicht heben. Du kannst das auffangen, als Emotion oder weiss ich was. Wo du kannst sagen, der Mensch schwingt das und dieses und jenes von ihm aus. Wo du das kannst spüren, so wie man sagt. Fühlen. Aber mehr kannst du nicht. Dann greifen kannst du es nicht. Es ist immateriell. Es ist energetisch. Und Energie in dieser Art und Weise kannst du nicht greifen. Du kannst dich so bemühen, wie du willst, das wirst du nie können tun. Ja. Und man kann sie nutzen, aber man kann sie nicht Richtig. greifen. Ja. Und auch nicht manipulieren. Nein. Also, das kannst du nicht. Ja. Die geht halt ihren Weg. Ja. Das, ja. Ja. Du kannst das, wo zum Beispiel eine Lampe, das elektrisch von einer Lampe kannst du manipulieren. Du kannst wie soll man sagen, die Volt kannst du messen, manipulieren. Es hat so und so viel Volt und Gigavolt und weiss ich was alles. Aber die kannst du nicht greifen. Du kannst den Ursprung von dem kannst du manipulieren. Du kannst also lernen daraus und so weiter und so fort. Kannst es verändern, der Ursprung, oder? Genau wie beim Mensch, oder? Kannst durch das, dass du ihm etwas tust, erklären, kann er sein Denken ändern, aber die Schwingung von dem Denken kannst du nicht aufnehmen, kannst du nicht heben, kannst du nicht erfassen. Genauso wie ein elektrisches Gerät. Du kannst die manipulieren, du kannst die ändern, kannst sie machen zu dem und diesem und jenem. Aber die Energie, wo das machen tut dann, wo du etwas ändern tust, die kannst du nicht greifen. Ja, man kann sie nur... Die kannst du nur unter Umständen, wenn sie durch etwas Materielles hergestellt wird, kannst du messen. Ja. Die Energie. Mhm. Oder? Aber du kannst sie nie greifen. Du kannst machen, was du willst. Es ist einfach unmöglich. Ja. Aber sie wirkt. Ja. Ja. Es ist, das können wir als Menschen. Und wenn wir noch so viel wüssten und so viel können, wir können das nicht ändern. Es ist ein Ding von der Unmöglichkeit. Ja, das finde ich auch sehr tröstlich, dass das so ist, weil wir werden schon genug kontrolliert. Ja, sonst wäre die absolute Kontrolle möglich. Das möglich. gäbe Katastrophe. Ja, absolute Kontrolle wäre möglich. Ja. Das wäre tatsächlich so. Ja. Gut. Vielen Dank. Bitte, gern geschehen.